Ik wil snel overreden aan die thema, de ware Wiederjeburt. We vingen in Lukas 13, vers 24, sagt Jezus zo is dit. Streef dan nou, durch dat enge poort nen te gaan, was ik zei jullie, vele waren verzekerd nen te komen, aber waren niet kennen. Wo wein nicht? Wo wein fingen die Menschen nicht dat schmale Hart? Weet je, wo wein nicht? Da sind Irrlehrer, da sind Menschen, die wirklich leben dort, der Hart im Himmel ist ihre Taufe. Andere leben, der Hart im Himmel ist die Gemeinde. Wenn sie waren bei der Gemeinde begonnen, die Gemeinde gehorsam sind, da wird die Gemeinde an im Himmel führen. Und da sind da andere, die leben dort, die Namen von ihrer Kirche. Da sind Baptisten, da sind Haldeli, da sind Mennoniten und viele andere Gemeinden, die leben dort, ihre Gemeinde ist der einzige, was der Weg im Himmel hat. Und dann sind dort die leben dort, ihre gute Worte, wo das Hart aufmachen zum Himmel. Die wollen den Himmelsstern aufmachen. Leben teuer, heißt immer her. Und allmählich wir, für die und mich, unsere Seligkeit zu verdienen. Lebt ihr nicht, dass Jesus dann ganz umsonst geleden, gestorben ist am Kreuz für uns? Wenn du und ich uns kennen, die Seligkeit verdienen, dann ist Jesus ganz umsonst gestorben. Dann all seine Lieder meint alle nichts. Dann hat er das gar nicht dürfen, wenn wir uns können selbst die Seligkeit verdienen. Ich will nicht oben haben, dass die das Wort klar verstehen, was die Seligkeit nicht ist. Die Wiederjeburt ist nicht die Taufe. Das ist nicht Glied zu sein in der Gemeinde. Das ist nicht unsere Selbstgerechtigkeit. Und das sagt in Jesaja 64, dass all unsere Gerechtigkeit ist so als verfühlte Kader für Gott. Und das ist nicht durch unsere guten Worte. Denn das sagt in Epheser Kapitel 2, Vers 8 und 9, dass wir waren durch die Gnade, wann wir Glauben gerat waren. Denn das ist ein Geschenk von Gott und nicht von uns selbst und auch nicht durch gute Worte. Es sei dann, dass jemand sich riemen wird. Liebe Zuhörer, ich will die Wort sagen, nicht die geradste Prediger, nicht der heiligste Prediger, was an dort in jenen Tag im Himmel kann sagen, ich sehe wie hier, wenn ich ein guter Mensch wäre. Nee, und jeder einer von uns wird das bloß im Himmel merken durch die Gnade Gottes. Wir werden bloß durch die Gnade geraten. Und da muss wir klar haben, dass keiner kann sich das Himmelreich verdienen. Weet je, dat is möglich, om gedoopt te worden, om je levenstijd naar Gott te wanken, en vele goede dingen te doen, en toch nog verloren te zijn. Ik had een onkel, Dirk, naam we hem, wie een trouwmaker. Hij woonde nächste tot de kerk. Hij deed pünktlich de kerk bezorgen. Zeer treue kerklieder. Maar als hij 74 jaar oud was, dan eenmaal had hij kreeg. Dan lag hij door im Krankenbad, im Krankenhuis, en Gott sei Dank, en dat nächste bad, wie een Wiederjeburt man. En die vraagt mijn onkel, best du reid, Jezus te begegnen? Best du Wiederjeburt? En hij zei, nee. Maar deze man leidde hem zum Herren. 2 dagen later kwam ik aan bezetje. Dan vertelde hij mij met tranen in zijn ogen. Zegt hij, Peter, ik kan dat schwer verstaan. Dat ik heb de levenstijd, zie ik naar kerk gekomen. Maar de levenstijd heeft de beide vriend mij blind gehouden. Ik dacht dat met pünktlich in de kerk dan, would ik mij dat Himmelreich verdienen. En zegt hij, ik zie zo dankbaar, dat Gott deze man heeft hier te deze tijd in dit hospital gebracht, die mij heeft dat weg gewezen naar de Seligkeit. En dan vond ik aan te hielen en zegt hij, weet je wat, Peter? Ik weet nu, ik zie me nu overzegd dat ik dat eeuwige leven heb, maar ik moet nu met laatje hangen. Ik heb niets kunnen doen voor mijn Jezus, die zoveel voor mij gedaan heeft. Je ziet, we kunnen al deze religieuze dingen doen en toch nog in een verloren toestand staan. En dat is zeer treurig. Weet je, daar wordt zich in jaren dag vele mensen zeer ongesmeerd velen. Weet je, Jezus betoont 4 dingen die alle verbonden zijn met een kind Gottes te worden. In Johannes 8, 24, daar zei Jezus tot de Farizeeën en de schriftgeleerden, hij zei zo staat, het zei dan dat je geloven dat ik zie wie ik zei dat ik zie, waar je alle en jullie zijn gestorven. En dan vingen we in Lukas 13, 1-3, daar reed hij toe in een groep mensen van de Galilea, die hem vertaalden, hoe Plautdietsch mensen bloot had met gemischt met zijn opfer. En ze willen Jezus daarmee bijbrengen dat die mensen weer zo slagen was, daar wie had we dat passiert.
En dan sagt Jesus zu ihnen, es sei dann, dat je worden Buße doen, wo je alle in jene Sünde ankommen. En dan fingen we in Johannes Kapitel 3, Vers 1 bis 8. Da kam ein religiöser jüdischer Lehrer naar Jesus in de middel in de nacht, sagt het. En zu diesem Mann sagt Jesus sehr klar, es sei, dat ein Mensch wiedergeboren wordt. Es sei, dat ein Mensch wiedergeboren wordt van dem Water in dem Geist, wordt hij niet in dat Himmelreich komen. En dan fingen we in Matthäus 18,3, da sagt Jesus zu seinen ene Jünger, es sei dann, dat Jugend worden demütiger als ein kleines Kind, en dat je worden omkeren, wo je niet in dat Reich Gottes komen. Meint dat nu, dat es an 4 verschiedenste Wege, wo wir können ein Kind Gottes worden? Nee, das ist gar nicht, was das meint. Aber was Jesus uns lehren wird, es waren wir dort wirklich leben, was die Bibel zu sagen hat von unserem Herrn Jesus, dass er Gott ist, er allein hat den Schlüssel zum Himmel, dass er wird uns alle an jeden Tag richten. Und jener, der nicht was Buße getan hat, wird verloren gehen. Da wo wir auf unsere Knie fallen und wir wollen Buße tun. Und wenn wir wirklich wollen Buße tun und Jesus anrufen, dann wird der Geist Gottes an uns kommen und da wo wir wiedergeboren waren. Und wenn wir jetzt wiedergeboren sind von dem Geist Gottes, dann wird uns Leben auch umkehren. Da wird auch nie das Leben entstehen. Jesus macht uns das sehr klar, dass all diese 4 Dinge, was da passieren und was wir erst wirklich ein Kind Gottes sind. Und ich muss wieder so steht sagen, wir müssen verstehen, dass wenn Jesus redet von Glauben und Buße tun, was sind die Tekens von einem Mensch, der da wirklich Buße tut? Erstens will ich so sagen, ein Mensch, der da wirklich hat Buße getan, da ist eine Gebrechenheit, da ist ein gebrochener Hart. Der braucht sich nicht zu entschuldigen für das, was er getan hat. Und wenn der Mensch wahre Buße tut, da wird er auch ein Verlangen sein, um Dinge recht zu machen. Der wird das nicht bloß alle Evadatie oder sich entschuldigen, dass es so passiert ist. Nee, die wahre Buße, die will Dinge recht machen, was er recht getan hat. Die, was die wahre Buße tut, die sind auch ändert, da werden Nachfolger sein von seinen oder ihre sind. Weet je wat, laat me je mal ein Beispiel geben. Wenn du die bedrinken hast, und du fährst von einem Weg, und du hast ein Accident, und du verlässt den Arm, und du kommst nach Hause, und du hast aber so leid, was du getan hast, und du betest Gott um Verzeihung, Gott wird dir das alle verzeihen. Alles. Aber du warst das ewige Leben mit ohne dem Arm leben. Das sind die Nachfolger von Sinn. Und der Mensch, der da wirklich Buße tut, der kann das einsehen, stolz, dass Gott am alles verzeiht hat, wodurch gewisse Nachfolger sind von der Sinn. Zum Beispiel, ein Mädchen hat ein Baby, sich befreit hat. Gott wird das alle verzeihen, wenn sie auf dich Buße tut. Aber das Baby, das wird das Leben lang noch einmal eine Erinnerung sein von der Sinn. Das meint nicht, dass die Menschen da wenigstens nicht Gott dienen, dass die nicht Frieden in seinem Hort haben, aber da sind Nachfolger, von die gesündigt haben. Und die, die wirklich Buße tut, die wird sich niemals versichert zu Recht vor dir, mit wo er andere Menschen misshandelt hat. Er wird lieber wollen haben, dass die anderen verzeihen. Sie sich versichert zu Recht vor dir. Und weet je, wo die wahre Buße ist, du hast auch ein verändertes Leben. Und wo die wahre Buße ist, du hast kein Verlangen nicht, zurück in das alte Leben zu gehen. Daran kann wir weiter, wenn ein Mensch wirklich Buße tut. Was passiert, wenn wir wiedergeboren worden? Weet je was dann passiert? Jesus Christus, in dem Moment, nimmt all deine Sünden, dort wo bloot rood die sind, er nimmt all deine Sünden auf sich selbst und er gibt die seine Gerechtigkeit im Tisch. Weet je, das ist die raadste und der beste Tischhandel, dort wie jemals merken kann. Wenn wir wiedergeboren worden, das was passiert. Weet je, das sagt so steht in 2. Korinther 5:21. Das sagt, dass Gott mögt den, das ist Jesus, der von keiner Sinn wisst, und mögt arm in der anderen steht zu sind, dass wir durch arm für Gott gerecht werden. Wenn du wiedergeboren bist, dann hat Jesus all deine Sünden auf sich genommen. Und du hast nu seine Gerechtigkeit. Das nächste, was passiert ist, wenn wir wiedergeboren waren,
dann kann der Heilige Geist in uns wohnen. An dem Moment, dann sagt Jesus zu Nikodemus, er sagt, dann wird wie vom Geist geboren worden. Ja. Er sagt, dort vom Fleisch ist es Fleisch, aber dort wird vom Heiligen Geist ist dort das Geist. Und er sagt uns in Römer 8, 9, wer immer nicht dem Geist Christus hat, gehört nicht zu Jesus. Weißt du, da wurde sich an jenem Tag, wenn Jesus wird kommen, viele Menschen, sehr religiöse Menschen, sehr viele, wenn sie waren in waren, dort sie hier bleiben mussten. Und gewisse Lehrer an der Schule, wo sie die Studenten lehren, dort, wir sollen uns nicht bedrehen lassen von äußerlichen Dingen. Dann nimmt er eine Handvoll Nägel und dann legt er die auf den Tisch ab. Dann sagt er zu den Studenten, hörst du mal her. Hier sind zwei Sorten Nägel. Eine Sorte, die hat Eisen an sich, und die andere, das ist bloß ein wittet Metall, Aluminium. Sagt er, wo kann wir die nicht einscheiden? Die Studenten kicken sich einen und anderen und sagen, well, wie weiß ich nicht, die sitzen alle rein von Büter. Dann sagt der Lehrer, ich will wissen, wo dort wurde. Dann fährt er in der Schüffel an, und dann kriegt er ein Magnet raus. Dann hält er das Magnet über den Nägel, und all die Nägel, wo er wirklich Eisen, wenn er hat, die Sprünge alle nur das Magnet, und all die bleichen Nägel bleiben alle liegen. Und weet je, so wird es sein, wenn Jesus wird kommen. Dort in all seiner Herrlichkeit. Da waren bloß die, die dem Heiligen Geist in den Wohnen haben. Die waren mitgenommen worden. Die, die bloß religiös sind von Büte, die waren alle hier bleiben. Bloß die, die der wahre geboren sind von dem Geist Gottes, die waren mit Jesus mitgegangen im Himmel. Daher ist das so wichtig, dort wir weiter, dort wir sind wirklich von dem Geist Gottes wahre geboren. Das dritte Ding, was passiert, wenn wir wahre geboren worden, der Heilige Geist, es sagt in 1. Korinther 12, 13, der deibt uns an das Leib Christi nennen. Weet je, da sind Kirchen, die deipen Menschen in ihre Gemeinde nennen. Das ist bloß alle Menschen machen. Bloß der Heilige Geist. Und der Heilige Geist allein kann uns an der wahre Gemeinde Gottes nennen. Dahin sagt die Bibel, du hast bloß ein Daub. Das ist bloß der Geist Gottes, der uns kann in die Familie nennen. Und dann bist du ein Kind Gottes. Dann bist du ein Port von Gott in der Familie. Wenn du bist da nicht gedeibt in der Familie, dann hast die Name auch dort im Himmel abgeschrieben. Wenn du weißt, dass du bist ein Port von Gott in der Familie, dann haben wir diese Versicherung zu weiter, dass wir haben das ewige Leben. Dann die Bibel sagt so. Der vierte Ding, was da passiert ist, wenn wir wahre geboren wurden, nach 2. Korinther 4, 17, das sagt er so steht, wenn irgendwer in Christus ist, dort ist eine neue Kreatur. Alle alte Dinge sind weich und alle Dinge sind nie gemacht. Was enthält das? Weet je, erstens, wenn wir wahre geboren wurden, dann haben wir einen neuen Meister. Und das ist Jesus Christus. Zweitens, wir haben ein neues Bürgerrecht. Viele von Ihnen, die sind ja von Mexiko, einige von Ihnen hier von den Staaten, some von Kanada. Aber wenn wir wahre geboren waren, dann waren wir Bürger vom Himmel. Da hier wie zu der himmlischen Schar. Nächstens, wir haben ein neues Heim, was Jesus für uns bietet. Das ist in der Büharbeit. Jesus bietet nach ihm. Und ich habe manchmal gesagt, wenn der Herr Jesus in so still diese Erde schon verhaft, all das Stroms, und ich habe viel gereist, ich habe viel gesehen, viele Stromstädte, dann habe ich mir vorhin deutlich gemacht, wie viel Strom wird der Himmel sein, nur 2000 Jahre. Als Jesus verleiht, dann seht ihr so zu seinen Jüngern, ich gehe eine Stadt reite machen für ihn. Weet je wat? Petrus sagt das in 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 5, dass die wahre geborene Kind Gottes hat ein bestimmtes Stadt im Himmel, a reserved place. Besonders für die wird das angereicht. Nur den Geschmack, was du gleich hast, was die interessieren wird. Und Gott bietet da ein Heim, kriegt nur dort, was in jedem einem passen wird. Ist das nicht hässlich? Nächstens, wenn wir wahre geboren waren, dann haben wir eine neue Kraft. Wir haben die Kraft von dem Heiligen Geist, die wir erst nicht hatten. Dann haben wir eine Kraft, wo wir können den bösen Feind widerstehen. Wo wir können die Sünden meiden. Wo wir uns können wehren von dem bösen Feind. Und die Sünde, die so leicht an uns anhängen will. Und wir haben dann auch eine neue Leben für Gott und für andere Menschen. Ich hatte eine früh in meiner Kirche, die sagt, Pastor, ich habe Probleme mit Menschenleben.
Und ich sage, hast du wirklich mal dein Leben ganz Gott übergeben? Hast du wirklich den Heiligen Geist an die, ist der in Kontrolle? Sie kijkt darauf und sie sagt, ich kann nicht sagen, dass ich habe. Aber in der Weglotte, dann fand sie mich und sagte, Pastor, ich will mich bedanken an die, dass du mich so ehrenslich durch ihre Unrede deitst. Ich ging in ein Haus und ich fand Gott an der Prache. Dass er mich wird verzeihen, dass er mich wird annehmen als sein Kind. Und mir den Heiligen Geist geben. Und sagte, der Mario, als ich da saß, auf dem Stuhl, in der großen Stove, dann kam der Geist Gottes auf mich ab. Und sagte, ich hatte so eine Liebe für Menschen, ich muss mich zurückholen von Gassen abgehen und Menschen antworten, den Gott sind. So eine große Liebe gab Gott mir für Menschen. You see, wenn wir Wiederjeburt waren, dann haben wir eine Liebe, die die Weltmensch auf keinen Weg nicht haben kann. Dann sagt Römer Kapitel 4, Vers 8, der Liebe Gottes, der wird an uns hineingegoten durch den Heiligen Geist. Nächstens, wenn du Wiederjeburt warst, dann warst du nie Uhr und Uhr haben, um Gott seine Weg zu sein und sein Wort zu verstehen. Wieder, du wirst ein nie Verlangen haben, am mehr von Gott zu weiter. Weet je, als ich mich mal bekehren deed, ich war 24 Jahre alt, ich hatte so einen Hunger und so einen Durst, am mehr Gott zu weiter, dass ich las manchmal bei Klock 2 der Nacht und fragend über Mittagstund und steht mein Mittag eten, nahm ich meine Bibel und las das Bibelwort. Das gibt mir viel wichtiger als das eten. Viel wichtiger. Weil ich hatte so einen Hunger. Weil ich hatte noch niemals Eier in all mein Leben die Bibel gelesen. Mir hat noch niemals einer angeredet von Jesus und was Jesus für mich getan hat. Aber weißt du was? Maar da kommt auch eine neue Verantwortlichkeit. Wir sind dann auch verantwortlich, für Jesus zu leben. Und uns frei zu holen von der Sünde. Wir sind dann auch verantwortlich, dort mit anderen mitzuteilen, was Jesus für uns getan hat. Wir können dort nicht für uns selbst holen. Da sagt es in Philipper Kapitel 4, 19, dass wir sollen unsere Seligkeit ausarbeiten mit Furcht und Zittern. Das meint nicht, dass wir die ans Ende verdienen. Aber Gott sagt, holt das nicht an. Holt das nicht an, was ich in die Nähe getan habe. Teilt das mit anderen mit. Lass deine Freund, deine Freundschaft, deine Familie zu weiter. Und weet je was die Wiederjeburt war, wenn die Mensch wirklich Wiederjeburt ist, dann haft ihr auch eine Sorge über andere Menschen ihre Seele. Der Mensch, der wirklich Wiederjeburt hat, einen wirklich Geschmack dafür Gott ist, der will das nicht für sich selbst holen. Der will das mit anderen mitteilen, der will andere sagen, wo kästlich das ist, um all die Sünde ausgestreckt zu haben, um Frieden zu haben mit Gott und zu weiter, dass uns Name ist dort wie Gott angeschrieben im Himmel. Dass wir immer handvollen Tod sind, dass wir dann waren wie Jesus sind. So, und die wirklich Wiederjeburt waren. Das sind die Dinge. Und da wollen wir auch eine neue Freiheit haben. Wir waren erlöst worden von vielen der Dinge, die uns gebunden haben. Und wir wollen auch einen anderen Mutstock haben, wobei wir leben wollen. All diese Dinge kommen mit der Wiederjeburt. Und meine Frau ist, wie ist dein Leben dort, dass du eine neue Kreatur bist? Keine andere dort sein und die, dass du bist eine neue Kreatur. Ich habe eine Frau angehört und du wirst sterben von heute Abend. Und du wirst nach dem Himmelsster kommen. Und Jesus wird da bei dir stehen und Frau die, wo wen soll ich die am Himmel nennen lassen? Was wirst du zu Jesus sagen? Wirst du zu ihm sagen, Jesus, ich sehe getauft worden. Jesus, ich hier zu dir in der Gemeinde, das ist eine gute Gemeinde. Jesus, ich sehe die Gemeinde immer treu warst. Wird Jesus ihn nennen lassen? Nee. Jesus wird ihn selbst sagen, was heute Nikodemus gesagt hat. Er wird sagen, es sei dann, dass du Wiederjeburt bist, kannst du nicht hier im Himmel kommen. Sieh, Gott stellt die Regel, nicht Mensch. Die Menschen möchten manchmal ändern, aber Gott macht keinen Unterschied mit Menschen. Ob der Rechter der Arm ist, ob der hoch angesehen ist hier in der Welt oder ein geringer Mensch. Gott hat eine übereine Regel für uns alle. Und weet je wat, wie moeten verstehen? Dat wir worden nicht Christ mit äußerlichen Dingen tun. Jesus sagt, das Reich Gottes kommt nicht von Büte. Das kommt von innen. Wir waren von Benne nur Büte, das Gott uns ändert.
Nicht von buiten naar binnen. En wanneer de geest Gottes aan ons arbeider komt, en wie dem arbeider loten, dan zal ze eerst zeggen dat, dan worden we omkeren. Dan wordt ons leven zich änderen. En weet je, die wat de ware geboren wordt, die zet dat zeer klaar, dat bloos Jezus alleen kan arm oder redden. Die weet dat ganz genau, dat bloos Jezus Christus kan die zonde oplossen. En hij weet ook dat hij heeft die gewissheid der Seligkeit, nicht door wens wo hij oder zij zich feilen deed, aber wens Gott dat zij deed en zien wordt, dat we dat weten kunnen, dat we dat eeuwige leven hebben. Over wat voor erwartet God, wanneer we eerst ware geboren waren? Hij erwartet dat we worden ons oude leven afleggen. Ik heb manchmal zo gedacht, als Jezus dem Lazarus uit dem graf uitroepen deed, dan zegt het dat de Lazarus, die kwam uit dem graf uit en zijn grafkleider. Gebonden zijn grafkleider. Wat deed Jezus? Jezus zei, tot die wat we zien stonden, leest hem los. We hebben hier door eerst een grote leer voor ons. Weet je, Lazarus had kunnen zeggen, loop me toch. Ik zie nu levend. Ik ga nu leven. Maar bloos leven hebben is niet goed, wanneer we nog gevasteld zijn, wanneer we nog gebonden zijn. En een manche Christ, ware geboren Christ, kent en dat nieuwe leven nemen. Maar vele van die oude weltische dingen, traditionen, mensenregel en vele andere dingen die mens dingen doen. En wer er werkelijk wel vrij zijn, die wordt deemoedig genoeg zijn en erlauben anderen arm oder los te maken. Helpen vrij te worden. Zie, wanneer we ware geboren zijn, dan zijn we in een waag zoals een kleine kind. En we brokken hulp. We brokken lia. We brokken anderen ons te helpen. Maar weet je wat? Bloos ware geboren worden is niet alles wat God van jullie verlangt. Er zijn vele mensen, die zijn werkelijk ware geboren. Maar die hebben vielleicht 10, 15 jaar terug, maar die hebben niets gewassen. Die blijven krachtig staan. En God wil hebben, dat wanneer we eerst ware geboren zijn, dan moeten we ook wassen. Wer van jullie wordt tevreden zijn, wanneer je een klein baby houden, en dat 2 jaar later dat baby nog niets gewassen had. Dan moet je wel zeer ernstig naar de dokter voor en uitvinden, wat is errecht. Waarom was dat kind niet? Zie, God wil hebben, wanneer we ware geboren zijn, dat we ook wassen worden. Maar wanneer we werkelijk wassen willen, en sterk zijn in dem Herren, dan moeten we ook zeker, zoals ik zondagavond reden deed, getauft worden met dem Heiligen Geist. Dan moeten we ook Gottes Geist in ons hebben. En weet je, wanneer de Geist Gottes in ons vol leven deed, die wordt 7 dingen voor jullie doen. Eerstens, hij wordt bloos dat en jullie arbeider wordt Jezus Christus verherrlijkt wordt. Niet mens, maar Jezus. En tweitens, hij wordt jullie verständnis opmaken, omdat die worden een beter verständnis hebben van dat woord Gottes. Dat is wat de Heilige Geest deed. En hij wordt jullie ook een leven geven voor dat woord Gottes. En honger en een dorst. En hij wordt jullie ook dat verlangen geven en de fähigheid om waarlijk te bidden. Tijd te spenden om gebed. Wieder hij wordt jullie ook een heilige broodheid geven. Dat je niet voor angst hebben, je schämen van Jezus te reden. Dat je voor niet angst hebben, onder met te delen wat Jezus voor jullie te doen heeft. En vijftens, hij wordt jullie leven en barmhartigheid geven voor die mensen wat er nog niet Jezus kunnen doen. En hij wordt jullie ook deemoed schenken, omdat die worden kunnen deemoedig voor God leven. En dat laatste, maar niet dat geringste, hij wordt jullie vrede en vrede schenken in jullie hart. Dan dat zegt zo staat in Römer 14, 17, dat het Reich Gottes hängt nicht auf von Eten und Trinken, aber von der Gerechtigkeit und der Friede und Freudigkeit und dem Heiligen Geist. Liebe Zuhörer, ich möchte Ihnen vanavond die Lehre geben. Wir haben von jullie nicht die Gewissheit, die Seligkeit hat. Die Leiter von dieser Gemeinde, die worden hier zijn Redner für jullie. Und wenn jemand von jullie nicht die Gewissheit hat, und die würde gleich vanavond die Gewissheit haben, bitte kommt noch verder. Die worden wellig met jullie te beden. Die worden met vrijdigheid met jullie te beden. Die weten ook dat we in de tijd, waar zij die ook niet hadden, reicht. Ik wie ook door, waar ik dat niet wist. Waar ik zei, God dank dat de dag kwam,
dass Gott mir das offenbaren deed, was ich zu tun had. So bitte steht, wenn es singen wurde. Und so ich sage, habt nicht Angst, lasst euch nicht kriegholen durch eins, was andere sagen. Nee, sieht dem Geist Gottes gehorsam. Weet je, die wahre Geburt wird für alle Menschen, die Unterschied machen, weder ob sie worden im Himmel kommen oder in der Hölle. Und Jesus sagt sehr klar, ohne die wahre Geburt wird keiner dort im Himmel machen. So lasst die Geist uns leiden.